Ich bin Joa Berge vom Lebenshof Odenwald und wir bieten hier einigen Tieren ein sicheres Zuhause, die ansonsten nicht so viel Glück gehabt hätten. Und ja, wir stecken mitten in verschiedenen großen und kleinen Projekten, um ja, den Tieren noch ein schöneres Zuhause zu schaffen. Da geht es vor allem darum, den Hof winterfest zu machen. Aber auch lernen wir natürlich immer mehr über die einzelnen Bedürfnisse der verschiedenen Tierarten oder individuellen Tiere, denen wir einfach immer versuchen nachzukommen. Und deshalb ist hier immer sehr viel in Bewegung. Und heute haben wir einen großen Arbeitsansatz und werden von vielen tollen Menschen unterstützt. Ja, und werden heute, glaube ich, hier einiges schaffen, sodass wir sicherlich in den Projekten ein ganz schönes Stück weiter vorankommen. Wir bauen hier die ehemaligen Weidezelte der Rinder ab, weil die jetzt mittlerweile ein größeres Quartier haben. Bringen die dann runter auf die Ziegenweide und das soll da jetzt künftig als Witterungsschutz für die Ziegen dienen. Ich bin jetzt einen Monat hier auf dem Lebenshof und helfe immer mal wieder aus. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein wunderschöner Ort, in dem man ja, sehen kann, wie Menschen und Tiere sehr harmonisch zusammenleben. Und was für mich auch sehr besonders war, ist zu sehen, welche wirklich tolle Verbindung Joa zu den Tieren hier hat. Man sieht, sie haben individuelle Persönlichkeiten, sie haben individuelle Charaktere und ja, es ist sehr besonders, das hier erleben zu dürfen. Wir sind hier im Rinderquartier, das den Rindern im Winter und im Sommer zur Verfügung steht. Und da haben wir einiges vor. Wir haben jetzt hier schon den Bodenbelag ausgetauscht. Dann kommt eine stabile Umzäunung außenrum. Dann kriegen wir ein zusätzliches Weidezelt, was derzeit noch voll ist, was erstmal noch leergeräumt werden muss und ein bisschen umgebaut werden muss, sodass wir einfach noch zusätzliche Unterstellmöglichkeiten haben für die Tiere, sei mal eins krank oder eben auch wenn ein neues Tier dazukommt, sodass wir dort einfach mehr Möglichkeiten haben, auszuweichen. Im Winter haben wir immer das Problem, dass quasi das ganze Wasser von oben in den Stall gelangt. Und in dem Zuge machen wir jetzt hier quasi einen Graben, damit wir aufpassen, dass das Wasser in Zukunft nicht mehr runterfließt. Wir bauen neue Tore für die neue Gehege und das ist vorne bei der Ziege jetzt gerade ein Tor. Da haben wir dann vorher abgemessen, ob es dann passt von der Höhe. Ja, und die Pföste sind ja auch neu reingekommen und jetzt schauen wir dann, ob das Tor dann auch passt, was wir da gebaut haben. Also das Problem oder das Phänomen eines Lebenshofs ist, glaube ich, wie auf jedem Bauernhof auch, dass sich über die Zeit einfach so viele Dinge ansammeln. Man hat Futter, man hat Tierbedarf, man hat Werkzeug und alles Mögliche. Und heute schaffen wir endlich Ordnung in dieses kleine Chaos und kriegen ein neues Ordnungssystem, ein stabiles, trockenes und ja, damit vereinfacht sich natürlich die ganzen Arbeitsabläufe in Zukunft. Darauf freue ich mich besonders. Ich bin heute das Dornröschen vom Lebenshof. Wir machen hier heute überall die Brennnessel hier oben im Kleintiergehege weg. Die Ziegen würden zum Beispiel unheimlich gerne die Dornen fressen. Aber für unsere Häschen und Hasen und Schweine ist das auch mal eine Verletzungsgefahr, wenn die hier vorbeihuschen. Kann eine Dorne im Pfötchen stecken bleiben oder was ins Auge gehen. Und die Ziegen sind hier oben nicht. Und bevor sich die Brennnessel so wahnsinnig vermehren, haben wir hier heute fleißige Helfer.
die super die Brennnessel-Queens sind. Unser Ziel ist, möglichst viele Tiere irgendwie retten zu können und das geht nur, indem wir uns immer weiter optimieren. Und optimieren heißt halt, die Ställe immer besser ausbauen und größer werden, mehr Flächen haben, damit wir halt immer mehr Tieren ein Zuhause bieten können. Das heißt, es wird definitiv nicht der letzte Helfertag sein und nicht die letzten Projekte sein, die wir haben. In der Pipeline stecken schon ganz viele weitere. Ja, heute wurde wirklich Großartiges geschafft. Wirklich so viele Menschen, die uns hier vor Ort unterstützt haben. Da war so viel Bewegung drin. Das ist wirklich total beeindruckend und wir sind ja, mega dankbar dafür. Jetzt brauchen wir aber auch eure Unterstützung da draußen, um das Ganze zu finanzieren. Die Projekte werden uns noch eine ganze Weile begleiten und ja, wäre schön, wenn du auch Teil davon bist.